Woche wird heute Abend freundlicherweise übersetzt von Stefanie Ebert. Sie ist eine nette Lehrerin aus Altenburg. Sie ist von Haus aus Übersetzerin, steht allerdings nicht so sehr in der Materie drin, aber sie hat sich sehr intensiv in die Materie eingearbeitet und ich denke, sie wird ihre Sache heute Abend gut machen. Viel Spaß damit. Peter and all of you, it's truly an honor for my wife and I to be here, to have an opportunity to participate in this meeting and to share with you some of my research over a 55-year period as a scientist at several institutions. Ich nutze die kleine Pause. Er begrüßt Sie ganz herzlich und freut sich sehr, heute Abend mit seiner Frau hier sein zu dürfen und die Gelegenheit zu haben, über seine Forschung etwas zu berichten. We very much appreciate being in your great country here and sharing the friendship, the associations that we've been privileged to have. Wir freuen uns auch sehr, durch diesen Besuch hier eine Freundschaft zu pflegen. Agriculture is the basic infrastructure for every society. Ja. Die Landwirtschaft ist eine der wichtigsten Strukturen in der Gesellschaft. And farmers have been providing miracles for societies for many centuries. Und seit vielen Jahrzehnten stellen Bauern und Landwirte Wunder zur Verfügung für die Menschheit. And there is much greater potential than we are actually harvesting. Und es steckt noch viel mehr Potenzial dahinter, als wir eigentlich bereits schon ausschöpfen. Because we're only harvesting about 20% of the genetic potential that's in our crops. Denn wir nutzen eigentlich nur 20% des genetischen Potenzials in unseren Fruchtbeständen. The reason we don't harvest more is because stresses from weather, from nutrient deficiency, or from various pests take away from that genetic potential. Der Grund, warum wir nicht mehr nutzen können, ist, dass, er nennt es Stress, also Umwelteinflüsse, uns daran hindern, mehr Potenzial daraus zu schöpfen. Farmers will be able to meet the needs for a growing population if we give them the opportunity to do that. Wenn es uns aber gelingt, mehr daraus zu schöpfen, dann werden die Landwirte in der Lage sein, die Bedürfnisse zu befriedigen. Because they will be able to manage those risks and reduce the stresses on the plant so that there will be more to harvest. Denn sie werden in der Lage sein, diesen Stress, diese Einwirkungen auf die Pflanzen zu reduzieren, sodass man am Ende mehr Ertrag daraus hat. Nutrients are an important factor in all of the stresses. Die Nährstoffe sind ein wichtiger Faktor, was all diese Stressfaktoren betrifft. When we look at the micronutrients, they're the activators, regulators, and controllers for all of those physiologic processes in the plant that make it yield. Die Mikronährstoffe sind eigentlich die wichtigsten Stoffe, die aktivieren, aber auch hemmen und die im Prinzip alles regulieren, was in der Pflanze stattfindet. These micronutrients are critical catalysts or cofactors for the enzymes. Diese Mikronährstoffe sind Katalysatoren und Koaktivatoren für die Enzyme. And so we can look at the plant as being made up of many very powerful engines. Und somit sehen wir, dass so eine Pflanze aus sehr vielen kraftvollen Antriebsstätten, Motoren besteht. You can have a very large engine in your car or your tractor that can do a lot of work, but it won't do any work until the key is turned on.
Also man kann einen sehr kraftvollen, powervollen Motor im Auto oder im Traktor haben, aber wenn man nicht den Schlüssel hat, um den Motor anzulassen, dann kann er nicht arbeiten. These micronutrients can be looked at as the key to turn the engine on. Diese Mikronährstoffe kann man also als Schlüssel ansehen, dass dieser Motor zum Laufen gebracht wird. Most of our pesticides work by binding with that particular nutrient and taking the key out of the ignition. Also die meisten Pestizide funktionieren so, dass sie im Prinzip den Schlüssel an sich binden. That turns that particular engine off that the plant would need to survive if it's an herbicide. Somit wird also der Motor im Prinzip ausgeschaltet, der aber benötigt wird, um die Pflanze am Leben zu halten. And turning that key off, it will depend on 4 other factors in the environment on how severely it will impact the production potential of the plant. Wie sehr aber das Potenzial der Pflanze beeinflusst wird, hängt von 4 weiteren Faktoren ab. When we have an herbicide that ties up a nutrient, it also has a negative effect on the plant unless we compensate for it. Also wenn wir ein Herbizid haben, was quasi den Schlüssel entnimmt, dann hat das aber auch weitere Folgen für die Pflanze. And so I have shown the 4 critical factors that determine whether a plant will be fully nutrient sufficient, and if it's fully nutrient sufficient, whether it will be resistant to many of those stresses, and especially the diseases. Wir sehen hier also die 4 weiteren Faktoren, die eine Rolle spielen, ob eine Pflanze nahrhaft und gesund ist oder ob sie gar resistent gegen Herbizide ist. You have the plant and its genetics at the top of the diamond. Auf der Spitze sehen wir die Pflanze. You have the physical environment on one side. Auf der einen Seite haben wir die Umweltbedingungen. You have the biological environment at the bottom. Unten sehen wir die biologische Umwelt. Then you have the diseases and weeds and other factors, biological factors that are the pests that interfere with that yield potential. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Pathogene oder die Krankheiten, die auch ihren Einfluss darauf nehmen. It is the interaction of all 4 of these factors that determine whether a plant will be healthy or susceptible, or whether it will be nutritionally sufficient, or whether it will be deficient. Also das Zusammenspiel all dieser 4 Faktoren entscheidet darüber, ob eine Pflanze gesund und nahrhaft ist oder ob sie eben weniger nahrhaft. And anytime we do anything in agriculture, whether it's changing crop rotation, or fertility, or tillage, we affect the interaction of these 4 factors. Wann immer wir eingreifen in diesen Kreislauf, wenn wir also irgendetwas tun, um unsere Bestände zu verbessern, greifen wir ein in diesen Kreislauf, in diese Interaktion. Glyphosat is a strong binder of mineral nutrients, essential nutrients for all plants. Glyphosat bindet Mineralstoffe, wichtige Nährstoffe in allen Pflanzen. It is systemic in the plant, so that as we apply it, it moves throughout the plant. Es ist systemisch in der Pflanze, wenn wir es also anwenden, dann Translocates to the growth points on the plant. Dringt es in die Pflanze ein, geht zu den Wachstumspunkten bis zu den Wurzeln. Moves down into the root system. Das habe ich eben schon gesagt, ja. And then the roots, it turns off those enzymes that make the plant resistant
to many soil-borne pathogens. Und in den Wurzeln schaltet es quasi die Enzyme aus, die die Pflanze resistent machen gegen viele Organismen, die bodenbürtig sind, also die es im Boden gibt. As glyphosate moves out of the root into the soil, Glyphosat geht dann aus den Wurzeln in die Erde. it also stimulates those soil-borne fungi that are our common disease organisms for all of our crops. Und stimuliert in dem Boden eigentlich die Pilzorganismen, die ebenfalls Wirkungen auf unsere Pflanzen haben. It is these organisms that are the way that glyphosate kills plants. Über diese Organismen tötet Glyphosat Pflanzen. Glyphosate is also toxic to many of the beneficial soil microorganisms that determine whether a nutrient will be available to a plant or whether it will be non-available in the soil. Glyphosat ist zudem schädlich bzw. giftig für all die Bodenstoffe, die im Prinzip wichtig sind für eine Pflanze, die eine Pflanze braucht, Mineralstoffe und so weiter. This would be your nitrogen-fixing organisms in your legume plant. Wie zum Beispiel die Mikroben, die Stickstoff binden in den Pflanzen. Most of those organisms that are responsible for degrading crop residues and releasing nutrients for the plant are very sensitive to glyphosate. Viele dieser Stoffe, die Nährstoffe überhaupt erst zur Verfügung stellen für die Pflanze, sind sehr empfindlich, reagieren sehr empfindlich auf Glyphosat. So glyphosate affects all four of those points on the diamond. Glyphosat hat also Einfluss auf alle 4 dieser Punkte, die wir vorhin in der Raute gesehen haben. This is the way glyphosate kills plants. So tötet Glyphosat Pflanzen. It is by increasing the susceptibility of the plant to these pathogens. Es erhöht im Prinzip die Anfälligkeit der Pflanze gegen diese Pathogene, diese Krankmacher, nenne ich sie mal. It reduces the availability of nutrients for the plant to keep its resistance mechanism. Es reduziert die Verfügbarkeit von den wichtigen Nährstoffen, die eine Pflanze stabil macht oder resistent macht. It reduces nutrient availability in the soil because it's toxic to many of those soil organisms. Und es reduziert die Nährstoffe, die im Boden vorhanden sind, weil es giftig ist für diese Stoffe. And the fourth way is that it is also toxic to many of the natural biological control organisms that would normally keep some of these disease organisms under control. Und der 4. Punkt ist, dass es zudem giftig ist für alle natürlich vorkommenden Pflanzen, die normalerweise solche Pflanzen in Schach halten, also natürliche Feinde im Prinzip. This mechanism of weed control is very well documented in the scientific literature, but is very rarely cited. Diese Konsequenzen sind sehr wohl erforscht, also diese Unkrautbekämpfungsmittel sind sehr gut erforscht, aber bislang sehr wenig zitiert worden. You can see that in sterile soil, the plants are not killed by glyphosate. In sterilem Boden sterben die Pflanzen durch Glyphosat nicht ab. But in natural field soil, which contains these disease organisms, während im freien Feld, wo eben diese krankmachenden Pathogene drin enthalten sind in dem Boden, it's only a matter of 3 or 4 days before the plant starts to die. Das ist eine Frage von 3-4 Tagen, bevor die Pflanze abstirbt. We see the same event happening for foliar pathogens. Ah ja, also das Gleiche sieht man auch an oberflächlichen. If a dilute solution of glyphosate is placed on a bean plant, where the black dots are over there, wenn man eine verdünnte Lösung mit Glyphosat auf diese schwarzen Punkte aufträgt, and then a spore of the anthracnose fungus is placed above or below it, und dann eine Spore
dorthin verpflanzt wird. You can see that there is no resistance in the plant to the movement and the digestion of the tissues by the fungus. Dann sieht man, dass die Pflanze keine Anzeichen von Resistenz zeigt, gegen diesen Pilz zu arbeiten. You can see the effect of glyphosate in changing nutrient availability. Man sieht also die Konsequenzen, dass die Nährstoffe nicht mehr so verfügbar sind, nachdem Glyphosat angewendet wurde. By changing the biological environment at the bottom of the diamond in this slide. Denn man verändert ja die biologische Natur und auf diesem Dia, auf dieser Folie ist das sehr gut zu sehen. This is a field, a research field at the Purdue University Agronomy Farm. Das ist ein Versuchsfeld. It has been in the same crop rotation, the same tillage, and the same herbicide management for 30 years. Und das wird seit 30 Jahren immerzu gleich bearbeitet. We aren't supposed to have this type of a condition where you have very severe take-all root and crown rot over here and very little disease on this side. Very severe disease on this side. Also, man sieht, dass auf der linken Seite die Pflanzen sehr ernsthaft befallen sind von der Krankheit und auf der rechten Seite wiederum nicht. This was all Roundup Ready soybeans the previous year. Das waren Roundup Ready Sojabohnen vom Vorjahr. The only change for 30 years was an application of glyphosate on half of the field the previous year to the Roundup Ready soybeans. Die einzige Veränderung war, dass man die Hälfte des Feldes mit Roundup Ready behandelt hat. That changed the soil environment and stimulated this common soil-borne fungal pathogen. Und das hat somit bewirkt, dass der ganze Boden dadurch verändert wurde und somit das Pathogen eine Chance hat, die Pflanze anzugreifen. Where the glyphosate was not applied on this side, auf der Seite, wo kein Glyphosat angewendet wurde, if you shelled out the ears on the wheat, wenn man die Körner aus den Ähren you had very plump kernels. Merkt man, dass die sehr very normal kernels. Normale Körner. If you shelled the ears out on this side, wenn man wiederum die Körner der anderen Seite betrachtet, all you had was chaff that you could blow away in the wind. Also im Prinzip, die Geste hat schon gezeigt, erhält man lediglich Kalk oder Pulver, was man in den Wind blasen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. This is a field in Iowa that is in Roundup Ready soybeans. Das ist ein Feld in Iowa mit Roundup Ready Sojabohnen. The difference in this field was that glyphosate was applied to this side the previous fall. Der Unterschied ist, dass auf der rechten Seite im Herbst zuvor Glyphosat angewendet wurde And no glyphosate was applied on this side. Und auf der linken Seite kein Glyphosat angewendet wurde. This is a very serious disease called sudden death syndrome of soybeans. Das ist eine sehr ernsthafte Erkrankung, die sich Sudden Death nennt, plötzlicher Tod von Sojabohnen. Again, you can see that it's not always the effect of the glyphosate on the current crop, but oftentimes the effect of glyphosate on a previous crop that makes disease much more severe. Also es ist nicht immer nur, dass die Anwendung von Glyphosat der derzeitigen Frucht oder dem Fruchtbestand schadet, sondern oftmals ist es auch so, dass wenn das Feld zuvor behandelt wurde, eben solche Schäden entstehen.
This is a disease of soybeans Das ist auch eine Erkrankung von Sojabohnen, that was always considered of no economic importance. der man bislang keine Beachtung geschenkt hat. You can see that in the middle, that in sterile soil that is then re-inoculated with the organism, it can damage the roots. Man sieht auf dem mittleren Foto, dass in sterilem Boden On the far right, you can also see that if you put some glyphosate on the foliage of the Roundup Ready soybean plants, it can make this disease very severe. Man sieht auf dem ganz rechten Foto, dass wenn man Roundup Ready anwendet, also Glyphosat, dass es dann die Pflanze ganz erheblich schädigt. Because it stimulates this particular pathogen and the plant has no resistance. Denn Glyphosat stimuliert im Prinzip den Krankmacher, das Pathogen, und die Pflanze hat keine Chance, sich zu wehren. This is a disease that was considered of very little economic importance earlier. Dieser Erkrankung wurde auch schon früher nur wenig wirtschaftliche Beachtung geschenkt. When the agronomists last year noticed that many of our cornfields were dying, Als letztes Jahr dann bemerkt wurde, dass ganz viele der Fruchtbestände abgestorben waren, they went up in the airplane to look at the cornfields from the air. hat man vom Flugzeug aus von oben heraus die Felder betrachtet und begutachtet. Every once in a while they would find a green field Hier und da hat man mal ein grünes Feld gesehen that was completely surrounded by dead corn. und dieses grüne Feld war rundherum von diesem toten Mais umgeben. When they went back on the ground to identify those differences in fields, Und sie sind dann wieder gelandet, um zu gucken, was ist denn hier der Unterschied zwischen den beiden Böden. they found that the healthy fields were all the non-GMO, non-glyphosate corn. Ja, also und die gesunden Felder waren alle keine genetisch manipulierten und nicht mit Glyphosat behandelten Maispflanzen. This disease cost us almost 20 million ton of corn production last year. Das Ganze hat 20 Millionen Tonnen der Maisproduktion gekostet, diese Erkrankung. But we have genetic engineering for soybeans to make it so that we can apply glyphosate directly to the plant. Es gibt gentechnische Versuche bzw. Studien, die es ermöglichen, Roundup Ready direkt an der Pflanze anzuwenden. There is nothing in the Roundup Ready plant Es gibt nichts in einer Roundup Ready Pflanze or in the technology oder in der Technologie, that does anything to the glyphosate that is applied to the plant. das irgendwas bei dem Glyphosat bewirkt, welches angewendet wird. Again, glyphosate can take the key out of the motor Nochmal, Glyphosat kann den Schlüssel aus dem Motor nehmen and turn many of those physiologic processes off. und viele dieser physiologischen Prozesse einfach abschalten, So that it reduces the availability of nutrients, Es reduziert also die Verfügbarkeit von Nährstoffen, even in the Roundup Ready plant. sogar in einer Roundup Ready Pflanze. Just having the gene present in the plant Wenn das Gen in der Pflanze vorhanden ist, also reduces its efficiency for many of the micronutrients. reduziert sich auch die Aufnahmefähigkeit der Nährstoffe. These are various university studies Hier sieht man die verschiedenen Studien an den Universitäten, showing that just inserting the gene
in the genetic engineering process reduces the ability of the plant to utilize nutrients efficiently. Und diese Untersuchungen zeigen also, dass wenn man dieses Gen in die Pflanze einpflanzt, dass im Prinzip die Nährstoffe neutralisiert werden. And this shows with manganese for soybeans, Mangan für Sojabohnen, corn for manganese, soybeans for zinc, Zink und Mangan auch in Mais. We could show the same relationship with other nutrients. Diesen gleichen Bezug lässt sich auch herstellen mit anderen Nährstoffen. The genetically engineered plant is not substantially equivalent to the non-genetically engineered parent. Die genetisch manipulierte Pflanze ist nicht genauso von ihrer Beschaffenheit wie eine unbehandelte Pflanze. This slide again shows that same relationship. Diese Folie zeigt den gleichen Bezug. With this variety, there is a 17% reduction in efficiency for manganese. Es gibt also um 17% reduziert die Verfügbarkeit von Mangan. And a 47% reduction in efficiency for zinc. Und 47% erhöhte Mangel an Zink. And then when you apply the glyphosate, it further reduces the efficiency. Und wenn man dann noch Glyphosat anwendet, wird nochmal diese Effektivität oder diese Aufnahme des Stoffes nochmal herabgesetzt, nochmal reduziert. And so even though the Roundup Ready plant can tolerate the glyphosate, Auch wenn die Roundup Ready Pflanze das Glyphosat tolerieren kann, without being killed, ohne dass es ihr was ausmacht, physiologically, it is not as efficient. so ist sie doch physiologisch gesehen nicht so effektiv, nicht so gut. We see that when we look at lignin as a plant constituent. Wir sehen das hier oben, als wenn wir nach Lignin gucken, ein Pflanzenbestandteil. You can see it in the efficiency for photosynthesis. In der Effektivität der Photosynthese auf der rechten Seite sehen wir das. And the amino acid content as a nutrient for our animals or for us. Und der Aminosäuregehalt zeigt ebenfalls. And we also see that it takes twice as much water to grow a pound of or a kilogram of dry matter when you apply the glyphosate even to a Roundup Ready plant. Man braucht zweimal so viel Wasser, For the plant to produce a kilogram of growth. damit die Pflanze 1 Kilogramm wachsen kann, zunehmen kann. Ja. Compared to its non-genetically engineered parent. Im Vergleich zu der Mutterpflanze, sage ich jetzt mal, die nicht genetisch manipuliert wurde. We grow the crops. Wir züchten das Getreide oder die Fruchtbestände, To produce nutrients um, for us and our animals. um für uns Nährstoffe zu produzieren und für unsere Tiere. Manganese is required for photosynthesis. Mangan benötigt man für die Photosynthese. You can see that there is only about half as much manganese Man sieht, dass da nur halb so viel Mangan enthalten ist. for photosynthesis. Only a third as much magnesium Und nur 1/3 an Magnesium ist vorhanden. to Also capture the sun's energy. ja, um die Energie der Sonne zu fangen. Other nutrients are also lower. Und auch die anderen Nährstoffe sind deutlich verringert. So the plant cannot work as hard for us as it would genetically be able to otherwise. Die Pflanze kann also nicht so gut und nicht so hart arbeiten, wie sie normalerweise tun würde, wenn sie nicht manipuliert wäre. When we harvest the crop, we find that it is also lower in nutrient value.
Wenn wir ernten, sehen wir ebenfalls, dass das reife Korn weniger Nährstoffgehalt hat als normalerweise. Manganese is required for disease resistance in our animals and in people. Unsere Tiere und auch wir Menschen brauchen Mangan, um Abwehrstoffe zu bilden. What our veterinarians are reporting is that much higher levels of disease in dairy, pigs, cattle, and in our other animal populations. Und Tierärzte, Veterinäre berichten, dass es immer mehr Erkrankungen gibt bei Rindern, bei Schweinen und anderen Tiersorten. The feed that the animals are being fed Das Futter, welches die Tiere bekommen, has lower nutrient value hat weniger Nährstoffgehalt, to provide that resistance to not just the diseases, um sie resistent zu machen oder stabil zu machen, nicht nur gegen Krankheiten, sondern but also other stresses like cold and wet and heat. Sondern auch gegen andere Stressfaktoren, die unsere Umwelt bereithält, Hitze, Kälte und so weiter. Our plants grown from those plants also have less vigor. Sie wachsen auch weniger. Also die Pflanzen, die aus diesen Pflanzen heraus entstehen, werden nicht so groß. Glyphosate can also accumulate in the soil Glyphosat sammelt sich im Boden an and then be released later to injure later plants. und wird dann irgendwann später freigesetzt, um später gesetzte Pflanzen zu schädigen. This is some research of Dr. Romrod at Trondheim. Das ist eine Forschung von Dr. Romrod. Showing that effect in Germany. Und der zeigt eben genau diesen Effekt hier bei uns in Deutschland. This is wheat after 10 years of glyphosate use. Hier sieht man, wie das Feld aussieht, wenn 10 Jahre lang Glyphosat angewendet wurde. Compared with just 1 year of use. Verglichen mit Pflanzen, die nur 1 Jahr behandelt wurden. These are typical symptoms of nutrient deficiency. Das sind typische Symptome für einen Nährstoffmangel. This is a field of onions. Hier ist ein Zwiebelfeld zu sehen. The farmer followed the label. Der Landwirt hat sich ganz genau an die Instruktionen und an den Beipackzettel gehalten. He planted his onions. Er hat seine Zwiebeln gepflanzt. And then he went out to apply his glyphosate that afternoon. Und dann hat er am gleichen Nachmittag Glyphosat angewendet. His sprayer broke at this point. His sprayer. Oh, okay. Also der danke sehr. Der Pflanzenschutzspritzer ist an diesem Punkt kaputt gegangen. Da sieht man die Grenze. Dann hat es 3 Tage geregnet. So he was afraid that these onions would have germinated and he would damage them if he put his glyphosate out. Und er hatte Angst, dass die möglicherweise nicht wachsen könnten oder irgendwelchen Schaden nehmen könnten, wenn er auf der anderen Seite nicht das Glyphosat anwendet. This side did not receive any herbicide, any glyphosate. Die rechte Seite, dort wurde kein Glyphosat, kein Herbizid aufgebracht. 6 weeks later, 6 Wochen später you can still see where the glyphosate was applied. Kann man noch sehr genau sehen, wo das Glyphosat angewendet wurde. Because the onions are gray-green color. Denn die Zwiebeln haben so eine grün-graue Farbe. Very typical of manganese and zinc deficiency. Aha, sehr typisch für einen Mangan- und Zinkmangel. Compared with the normal bright green. Im Vergleich mit dem normalen hellen Grün, kräftigen Grün.
receive the glyphosate. Wo die Zwiebeln eben kein Glyphosat abbekommen haben. You can see that the weight is not quite reduced 1/2. Das Gewicht ist nicht ganz um die Hälfte reduziert, But the size of the onions that can be sold aber die Größe der Zwiebeln, die man am Ende verkaufen kann, is reduced almost 80%. die ist fast um 80% verringert. These are Roundup Ready soybeans on a high pH soil. Hier sehen wir Roundup Ready Sojabohnen auf einem Boden mit hohem pH-Wert. The farmers have recognized this symptom of iron deficiency. Die Farmer haben erkannt, dass es hier Symptome von Eisenmangel gibt. They will apply an iron seed treatment. Und sie haben mit Eisendünger gedüngt. Gives them a 40% yield increase. Und das hat zu einem 40%igen Anstieg geführt. But when they apply the glyphosate, Aber als sie dann das Glyphosat angewendet haben, because glyphosate reduces the efficiency of the plant, denn Glyphosat reduziert die Effektivität der Pflanze, it also changes the biology of the soil. so verändert es auch die Biologie des Bodens. So a very serious loss in yield, even in Roundup Ready soybeans. Und das hat zu einer erheblichen Einbuße geführt, sogar bei Roundup Ready Sojabohnen. When they apply the iron seed treatment, Bei dem Eisendünger, als der Eisendünger angewendet wurde, you can see that it greens the plants up so that they look better. sieht man, dass die Pflanzen wesentlich grüner sind und besser aussehen, But they still don't yield. aber dennoch keine Frucht tragen. Ja. Part of this is probably because they didn't recognize that they also had manganese and perhaps some other nutrients that were deficient. Wahrscheinlich wurde nicht festgestellt, dass auch ein Manganmangel vorherrschte und möglicherweise auch andere Nährstoffe der Pflanze fehlten oder dem Boden fehlten. Because glyphosate also reduces the efficiency of those nutrients. Denn Glyphosat hat einen großen Einfluss auf bzw. reduziert die Effektivität dieser Nährstoffe. In my 55 years of research, In den 55 Jahren an Forschung, die ich betrieben habe, I've had the opportunity to see a few epidemics, hatte ich die Möglichkeit, ein paar Epidemien zu beobachten. but I can assure you that what we are seeing on a regular basis Aber was wir derzeit zu sehen bekommen oder was ich derzeit sehe, right now is not normal for crop growth. was wir in der Landwirtschaft beobachten, ist nicht normal. And it is even less normal for animal production. Und es ist noch weniger normal, was die Tierproduktion betrifft. So I'd like to discuss some of those food and feed safety concerns. Und jetzt möchte ich gerne zu dem nächsten Punkt kommen, wo es um Nahrungsmittel und Futtermittelsicherheit geht. That we see with glyphosate, excessive use, Wenn Glyphosat exzessiv angewendet wird and genetically engineered crops. und genetisch veränderte Getreide erzeugt werden, We see a large increase in the mycotoxins in our feed and food. haben wir ein erhöhtes Vorkommen von Mykotoxinen in unserem Essen. We see that our food supply and feeds are of lower nutrient value. Wir sehen, dass unsere Nahrung weniger Nährwert hat. We see evidence for gene flow
for movement of the genetically engineered gene to other organisms in the environment. Es gibt Beobachtungen und Beweise, dass sich das veränderte Gen weiter bewegt, dass es sich im Boden und in anderen Pflanzen befindet. For evidence of direct toxicity of glyphosate to animals and humans. Und es gibt direkte Beweise für die Toxizität, das heißt für die Giftigkeit von Glyphosat, sowohl in ihrer Auswirkung auf unsere Tiere als auch auf uns. Greatly increased allergies to the foreign proteins in genetic engineering. Es gibt ein erhöhtes Vorkommen von Allergien gegen diese fremden Proteine, die daraus hervorgehen. There's a growing list of scientific peer-reviewed publications pointing out these toxicities. Es gibt eine große Liste an Forschungen, die auch publiziert wurden, die eben genau diese Toxizität beweisen und belegen können. You can see with Roundup Ready alfalfa the reduced nutrient value. Man sieht in Roundup Ready Alfalfa, wie reduziert die Nährstoffe sind. 1/3 less manganese. Luzerne, Entschuldigung, ja, Luzerne, Alfalfa. Almost a 50% reduction in iron. Eisen ist um fast 50% reduziert. And reduced nutrient value for many of the other essential nutrients. Und all die anderen essentiellen Nährstoffe sind ebenfalls reduziert. We see that reduced nutrient value Wir sehen diesen reduzierten Nährwert, experienced in our animal production wie er sich auf unsere Tierproduktion auswirkt, as stillborn calves, so wie hier zum Beispiel dieses totgeborene Kälbchen. with all the symptoms of manganese deficiency, Und das weist alle Symptome von Manganmangel auf. they look like they have a severe case of arthritis. Es sieht aus, als hätte es starke Arthritis. See the lumpy joints. Die Gelenke sind sehr geschwollen, Because manganese is required to move calcium in the bone structure. denn Mangan wird benötigt, um Calcium in die Knochen einzulagern. Now, for some of us old professors who have arthritis, Einige von uns Älteren, die Arthritis haben, das haben auch junge Menschen. Even young people have arthritis. us old professors, we have to move every once in a while Ja, wir müssen immer mal aufstehen und hin und her laufen, so that you can tell the difference between arthritis and rigor mortis. damit man weiß, ob es nun Arthritis ist oder What was that? Rigor mortis, death. Okay. okay. Totenstarre, ja. Okay. Dass man dann weiß, ist es nun nur Arthritis oder ist es die Totenstarre? In 2001, Im Jahre 2001 the American Cattlemen's Association hat die amerikanische Rinderzuchtvereinigung testified before the Senate Agriculture Committee of Congress vor dem Landwirtschaftsminister im Kongress ausgesagt, that there were two conditions that were threatening the survival of the industry. dass es zwei Dinge gibt, die das Überleben der Industrie, der Tierzuchtindustrie bedroht. One of these conditions that when they took prime animals, 2 or 2.5 years old, market, Eine dieser
Umstände war, dass wenn man 1- oder 2-jährige Tiere auf den Markt bringt, they were being graded down in quality dann wurden sie herabgestuft von ihrer Qualität, because they looked like they were 12 or 14-year-old colt cows from a dairy. weil sie bereits aussahen, als wären sie 12 oder 14 Jahre alte Kühe. The other condition that they said was affecting 10 to 11% of our cattle producers Der andere Zustand oder die Bedingung, die How many percent? cattle producers, How many? 10 to 11%. 10 bis 11% der Viehzüchter betrifft, was reproductive failure. war, dass sie nicht zeugungsfähig waren. Oder dass keine That would be infertility. ja, Unfruchtbarkeit, genau. And also then the loss of those that they were able to breed Und die in der Lage waren, trächtig zu sein, of as many as 40 to 50% of those pregnancies being lost to early miscarriage. die hatten 40 bis 50% dieser trächtigen Tiere hatten eine Fehlgeburt, eine vorzeitige Fehlgeburt. We have cattle, hog or swine, Ja, es gibt Tiere, also poultry, Schweine, Rinder und auch Geflügel, horse and other producers Pferde und auch weitere Tiere, who have gone out of business because they couldn't obtain replacement animals. die nicht mehr konkurrenzfähig waren und somit ihren Betrieb aufgeben mussten, weil sie nicht mehr in der Lage waren, ihren Bestand wiederherzustellen. They indicated that this is a sporadic problem, not affecting 100%, Es hieß, dass das ein vorübergehendes Teilproblem ist, was nicht 100% betrifft, but again was frequent enough to affect the viability of the industry. aber es kam immerhin häufig genug vor, um die Effektivität oder das am Leben Erhaltens dieser Industrie zu gefährden. This is a study conducted in Iowa. They had both cattle and pigs in the study of GMO versus non-GMO food. Hier handelt es sich um eine Studie in Iowa. Hier wurden Tiere untersucht, sowohl Rinder als auch Schweine, die mit und ohne GMO gefüttert wurden. You can see the normal color of the tallow. Man sieht hier die normale Farbe des Gewebes, das ist die Magenschleimhaut. With the animals fed the non-GMO feed, Das Tier links wurde nicht mit genetisch verändertem Futtermittel gefüttert and you see the yellow tallow, und rechts sieht man das gelbe Gewebe, very typical of an old animal, was sehr typisch ist für ein altes Tier, ein älteres when they Tier. were fed the GMO corn and soybeans. Und dieses Tier wurde mit GMO-Sojabohnen gefüttert. Premature aging is a serious concern. Vorzeitiges Altern ist ein sehr großes Problem. We see increasing allergies. Die Allergien nehmen zu. This is another study in Iowa Dies ist eine weitere Studie, auch in Iowa, where they had both pigs and cattle in the study. auch hier wurden Schweine und auch Rinder untersucht. These are pig stomachs, Das sind Schweinemägen, die wir hier sehen. and this is very close, very much like our stomachs would appear. Und das ist ziemlich ähnlich dem menschlichen Magen, so wie unser Magen aussehen würde. You see the stomachs of those pigs that were fed the GMO feed, Der Magen der Tiere, die mit GMO gefüttert wurden, are inflamed, sind entzündlich, reddened, and highly irritated. rot und sehr angegriffen, sehr irritiert. When the veterinarian
they tried to look at the intestines. Und die Veterinärmediziner, die diese Studie durchgeführt haben, die versuchen natürlich nach den Innereien auch zu gucken. Of these animals, they indicated that the intestine was starting to deteriorate. Und das hat gezeigt, dass die Därme und die Innereien angefangen haben, sich zu verändern. And was also highly inflamed. Und waren sehr entzündet. It's considered a typical reaction for allergies to the toxins produced by the BT or other genetically engineered plants. Das wird als eine typische Konsequenz oder ein typisches Symptom einer Allergie gegen diese Stoffe angesehen, was wir hier eben gesehen haben. If we just look for correlations of increasing severity of diseases in our population, wenn wir mal nach Parallelen suchen in Krankheiten, die bei uns in der Bevölkerung ansteigen, we have had a very large increase in irritated bowel syndrome. Dann lässt sich beobachten, dass es einen enormen Anstieg nervöser Magen, nennt man es, glaube ich, auch. Related diseases would be Crohn's. Also eine chronisch entzündliche Magen-Darm-Erkrankung, Entschuldigung. Or endometriosis. Endometriose ist ebenfalls. You can see the correlation in the large increase. Man sieht ganz deutlich, dass es ein Zusammenspiel gibt zwischen dem Anstieg. On hospital admissions. Zwischen dem Anstieg von Krankenhauseinlieferungen. And hospital discharges. Also dass man eben eingeliefert wird ins Krankenhaus aufgrund einer solchen Erkrankung. Especially associated with genetically modified corn. Und hier sieht man, dass das besonders im Zusammenhang steht mit genetisch manipuliertem Mais. This is some information from one of our corn breeders. Das ist eine Information von einem Maiszüchter, Who grows both genetically engineered corn. Der baut sowohl genmanipulierten Mais And also non-genetically engineered corn. als auch nicht genetisch veränderten Mais an. He had some bags of corn that were left at the back of his warehouse. Er hatte einige Säcke Mais, die noch im hinteren Teil seines Lagers. When he went to clean up his warehouse, Und als er seinen Vorrat aufräumte, found that the mice had enjoyed all of his non-genetically engineered corn. hat er gesehen, dass sich die Mäuse sehr an seinem nicht genetisch veränderten Mais erfreut hatten, And had refused to eat his genetically engineered. während sie schön die Finger von dem gentechnisch manipulierten Mais gelassen haben. His comment Sein Kommentar war: was maybe the mice are smarter than I am. Vielleicht sind die Mäuse schlauer als ich bin. Das war sein Kommentar. They don't like a stomachache. Sie haben es nicht gern, wenn sie Bauchschmerzen haben. I had a cattleman in Nebraska call me about 6 months ago, and he said, I feed all of my cattle free feed. Ein Rinderzüchter in Nebraska rief mich an und sagte, ich füttere all meine Tiere mit freiem Futter. Open feed. Ja, natürlich zur He Verfügung said, stellt. said they should never be hungry, but they're never satisfied. Eigentlich müssten sie satt sein, aber irgendwie sind sie nie zufrieden. There are two factors involved here. Hier spielen zwei Faktoren eine Rolle. One is that he's using genetically engineered crops with glyphosate. Er füttert ihnen genetisch veränderte Getreidesorten, die mit Glyphosat behandelt wurden.
and so they have lower nutrients. Und somit stehen ihnen weniger Nährstoffe zur Verfügung. And they're looking for more nutrient. Und die suchen natürlich nach mehr Nährstoffen. But even with a mineral block to provide the nutrients, they still weren't satisfied. Aber auch mit einer zusätzlichen Gabe von Mineralstoffen waren sie immer noch nicht zufrieden. And again, they don't like a stomachache. Und nochmal, sie mögen nicht, wenn sie Bauchschmerzen haben. There is some new research that will be published in a few months. Es gibt neue Forschungsergebnisse, die in ein paar Monaten veröffentlicht werden. With white rats. Mit weißen Ratten. On the non-genetically engineered corn. Gut, also Ratten, die nicht mit gentechnisch manipulierten Futter gefüttert wurden. Are very calm. Die sind sehr ruhig. You can reach into the cage and lift them out, pet them like a pet. Also man kann in den Käfig hereingreifen, man kann sie rausnehmen, man kann sie streicheln wie ein Haustier eigentlich. The rats being fed the BT corn in this study. Die Ratten, die mit BT-Mais, also genetically manipulated, ja, mit gentechnisch verändertem Mais gefüttert wurden, are always moving. Die sind immer in Bewegung. They're never satisfied. Die sind niemals zufrieden, niemals ruhig. Very irritated. Sehr leicht irritiert. They crawl up the cage and they do backflips. Sie klettern also den Käfig hoch und machen Rolle rückwärts sozusagen. Very different behavior. Hier zeigt sich ein sehr, sehr unterschiedliches Verhalten in den Tieren. We'll be able to know whether it's a typical allergy response. Wir werden bald wissen, ob es eine typische allergische Reaktion ist. Or whether there are other neurological changes that are taking place. Oder ob sich sogar neurologische Veränderungen vollzogen haben. Because of that irritated stomach. Aufgrund des irritierten Magens. And damaged intestine. Und den dadurch verletzten Innereien. There is a growing number of studies showing that glyphosate itself is very toxic to many tissues. Die Anzahl der Studien, die belegen, dass Glyphosat sehr schädlich für Gewebe ist, steigt. Also es gibt immer mehr Studien, die das belegen. You can see that a milligram per kilogram. Man sieht hier, dass ein halbes Milligramm pro Kilogramm, Entschuldigung, it inhibits the endocrine or hormone system. Das heißt, dass es unser Hormonsystem außer Kraft setzt im Prinzip. 1 to 10 milligram per kilogram. 1 bis 10 Milligramm pro Kilogramm is toxic to liver cells, schädigen die Leberzellen, kidney cells, Nierenzellen, testicular cells, die Hodenzellen, mitochondrial tissue, das Mitochondrium. and over 10 you have multiple cell damage. Und über 10 Milligramm pro Kilogramm zeigen sich multiple Schäden an der Zelle. Our EPA has set a limit for glyphosate in food. Es gibt eine Toleranzgrenze an Glyphosat in Lebensmitteln. That is 200 times. Und dieser Wert ist 200 times higher. 200 Mal so hoch wie das, was wir hier sehen. Than these limits that have been shown to be toxic to those tissues. Und diese Werte haben ja gezeigt, dass sie für diese Gewebe schädlich sind. At all levels of glyphosate, it's systemic throughout the body.
Es hat sich gezeigt, dass Glyphosat sich systemisch durch den Körper oder auf den Körper auswirkt. This is just a correlation. It's not a direct evidence. But if you look at the correlation with cancers, this is our annual report last year. Also es gibt keinen direkten Beweis, aber es scheint doch einen gewissen Zusammenhang zu geben, wenn wir hier mal schauen, die Krebsrate betreffend. You can see that for many of our cancers, we're making some progress in reducing their severity. Dass viele Krebsarten im Prinzip in ihrer Schwere reduziert wurden. But with other types of cancer, liver, Aber andere Krebsarten, wie zum Beispiel Leberkrebs, thyroid, kidney, Schilddrüsenkrebs, Nierenkrebs, other types, we're going the wrong direction and they're increasing. und andere Krebsarten gehen eben in die genau andere Richtung und sind erheblich angestiegen. These are the same tissues that are very sensitive to glyphosate. Das sind genau diese Gewebearten, die sehr empfindlich sind, was Glyphosat betrifft. And maybe this would be an area that we should do the research to see if there is a cause and effect relationship. Vielleicht sollte das ein Punkt sein, wo man mehr Forschung betreiben sollte, um herauszufinden, ob es da einen direkten Zusammenhang gibt zwischen dem Anstieg bestimmter Krebsarten und der Verwendung von Glyphosat. The second concern of the American Cattlemen's Association in 2001 was reproductive failure. Das zweite Anliegen der Rinderzüchtervereinigung 2001 damals war, dass viele Kälber totgeboren wurden. We have cattle producers that have as much as 15% infertility. Es gibt Rinderzüchter, die eine 15%ige Rate von Unfruchtbarkeit haben in ihren Tieren. This would be their heifers or their cows that they can no longer get bred. Das heißt, dass die Tiere, die sie halten, nicht weiter junge Kälber zur Welt bringen können. And that have as much as 25 to 55% Und dass 25 bis 55% lose those calves to spontaneous abortion. ihre Kälbchen als spontane Totgeburt irgendwann in diesem Stadium verlieren. In 2002, a new entity was isolated as a suspect agent. 2002 wurde ein neuer Erreger isoliert. We're not sure what this is, whether it's a living entity or whether it is some totally new entity. Well, either way, it's new to science, has never been observed before that we're aware of. Also es ist ein völlig neuer Stoff, der sich hier gezeigt hat und man weiß noch nicht genau, was es genau ist. Man hat es bislang noch nicht gesehen. The veterinarians have been able to culture it, to grow it in culture. Diesen Erreger, Veterinärmedizinern ist es gelungen, diesen Erreger zu kultivieren, zu züchten. And in pure culture, it resembles a very, very small fungus. Und in dieser Kultur zeigt sich, dass es einen sehr, sehr kleinen Mikropilz gebildet hat. We have called it a microfungus sometimes, Wir nennen es einen Mikropilz, just because we didn't have another word to describe it. weil es keinen anderen Namen gab, mit dem wir das so treffend beschreiben konnten. It is not a fungus, Es ist kein Pilz, but it is very compatible with fungi and also with bacteria and other microorganisms. aber es ist sehr kompatibel zu Pilzen und Bakterien und anderen Mikroorganismen. Es ist also sehr ähnlich. This is a bacterial cell. Hier sehen wir eine
Bakterienzelle. So you can see how much smaller this new entity is from a bacteria. Und man sieht im Vergleich zu der Bakterie, um wie vieles kleiner dieser neue Erreger ist. We're still waiting for DNA sequencing. Wir warten immer noch darauf, die DNA herauszuarbeiten. And have obtained a lot of other research information. Und wir haben bereits viele andere wissenschaftliche Ergebnisse zusammengetragen. But have not published until we can identify what this new entity is. Aber es ist noch nichts veröffentlicht worden, solange wir nicht wissen oder identifizieren können, um was für einen Erreger es sich hier handelt. We can verify it in reproductive failure situations in 8 states. In 8 Staaten in Amerika ist es bereits aufgetreten. It's also been associated with reproductive failure in 2 other countries. Und ist in 2 weiteren Ländern im Zusammenhang mit Unfruchtbarkeit aufgetreten. The veterinarians were able to isolate it Die Veterinärmediziner waren in der Lage, es zu isolieren from aborted tissue aus Gewebe von totgeborenen Tieren. grow it in culture, Sie konnten es kultivieren und züchten reintroduce it into the animal, und wieder in das Tier einpflanzen, reproduce all of the symptoms, und um somit alle Symptome wiederherzustellen and re-isolate it. und wieder zu isolieren. When we find these high incidents of reproductive failure, Und es gibt diese große Anzahl an Fehlgeburten oder Unfruchtbarkeit. and we rule out all of the other known causes of miscarriage, Und alle anderen Ursachen, die für eine Fehlgeburt in Frage kämen, haben wir ausgeschlossen. they have always found this entity. Und immer ist dieser Erreger übrig geblieben bzw. gefunden worden. After identifying it as the cause for animal reproductive failure, Nachdem man ihn identifiziert hat als Ursache für Unfruchtbarkeit, the veterinarians look for the source of the animal contamination. hat man natürlich geguckt, wo kommt es, aus welchem Tier, All the animals. ja, in welchem Organ wurde das gefunden in dem Tier. They immediately identified it in the soybean meal and the animal rations. Also man hat es im Futter gefunden, in den Sojaschrot, okay, danke. Since then, they have also found it in corn, In Mais, and silage, Silage, and soybean plants and leaves that are, and Sojabohnen, Pflanzen und auch Blättern. we find it especially in corn and soybeans if they're also infected with either sudden death syndrome disease caused by Fusarium, Insbesondere wurde es gefunden in Maispflanzen und in Sojabohnen, die infiziert waren oder befallen waren von der Sudden Death Krankheit. or in the Gossa's wilt infected corn that is so prevalent in our area now. Oder aber von diesem Welken befallenen Mais, den wir derzeit so viel sehen. Gossa's Wilt, gibt es da ein Welken oder wie heißt das im Deutschen? Blattwelken. It appears to be a natural organism in the soil or in the environment. Es scheint ein natürlicher Organismus zu sein, der im Boden oder in der Umwelt sich befindet, But at very low levels. aber in sehr geringer Menge. Something has changed to increase it
in our environment. Irgendetwas hat sich verändert, sodass es mehr in unserer Umwelt vorkommt. If cattle or pigs or chickens are eating feeds that have a high concentration of this entity, Wenn also Rinder, Schweine oder auch Geflügel Futter gefüttert bekommen, die diesen Erreger enthalten, we also find it in the manure and in soil that dann, has been treated. dann finden wir es auch im Dung und im Mist oder auch in dem Boden. In animal tissue, it's found in placenta, Im tierischen Gewebe findet man es in der Plazenta, amniotic fluid, Fruchtwasser, genau, Fruchtwasser ist das. and semen, Im Samen, ja, in den Samenzellen, stomach, im Magen, and in eggs, in Eiern und in Milch. and in milk. It can cause infertility and abortion in cattle, Es führt zu Unfruchtbarkeit und Fehlgeburten bei Rindern, pigs, Schweinen, horses, Pferden, sheep, Schafen, and goats, Ziegen, poultry, Geflügel and humans. und auch bei Menschen. It will kill a fertilized chicken egg in 24 to 48 hours. In 24 bis 48 Stunden kann dieser Erreger ein Ei töten. Ein befruchtetes, ein Embryo im Ei. We only have an association with glyphosate and genetically engineered plants. Es gibt also bereits diesen Zusammenhang zwischen Glyphosat und genetisch veränderten Pflanzen. Research is now underway to determine if there is a cause-effect relationship. Und jetzt geht es in der Forschung darum, ob es einen direkten Ursache- und Or if Wirkungsmechanismus there is some other factor that is involved. oder ob es weitere Faktoren gibt, die hier eine Rolle spielen. What we do know is it's in high concentrations, Was wir nun machen, ist in hohen Konzentrationen in our genetically engineered corn and soybeans in genetisch veränderten Mais- und Sojapflanzen, that are also infected with other diseases. die ebenfalls mit anderen Erkrankungen infiziert sind. Some reasons that we suspect glyphosate as being a factor in that infection Wir vermuten, dass Glyphosat ein Faktor in dieser Kette ist, is that glyphosate increases the severity of these diseases. denn Glyphosat erhöht die Schwere solcher Erkrankungen. It also attacks the physiology of the animal that would make it susceptible to this type of an entity. Es hat ebenso einen Effekt auf die Tiere direkt, weil die Tiere dadurch anfälliger sind für solche Erreger. Glyphosate makes pathogens more virulent. Glyphosat bewirkt, dass Pathogene virulenter sind, dass sie krankmachender sind. And it also changes the environment biologically. Und es verändert auch unsere Umwelt biologisch gesehen. So that micronutrients are reduced Die Mikronährstoffe sind reduziert that would provide resistance to some of these pathogens. und die würden wiederum bewirken, dass Pflanzen resistent sein können gegen solche Pathogene. Again, what we're seeing now in North America is not normal Was wir derzeit in Nordamerika beobachten, ist nicht normal. for what we would see for most of my 55-year research career. Wenn ich zurückschaue, was ich in meiner 55-jährigen Karriere als Wissenschaftler schon alles gesehen habe. Dr. Patrick Brown in 2002
Dr. Patrick Brown hat 2002 at the University of California at Davis an der Universität von Kalifornien anticipated some serious concerns or expressed some serious concerns. Der hat ein ernstes Anliegen damals zum Ausdruck gebracht. Said with our current genetically engineered programs, Mit diesen genetisch veränderten Programmen we have failed to honor the precautionary principle of science. Haben wir es nicht geschafft, den wissenschaftlichen Vorsichts- oder Achtungsprinzip zu entsprechen. We have considered genetic engineering as substantially equivalent to normal sexual breeding programs. Wir dachten, dass wenn wir Pflanzen genetisch verändern, dass es dann genau das Gleiche wäre, wie wenn wir normale Vervielfältigung von Pflanzen oder auch Tieren haben. And so we have refused to require a margin of safety. Und somit haben wir einfach nicht bedacht, dass wir einen ganz wichtigen Punkt, nämlich die Sicherheit, dabei in den Vordergrund stellen. We've been considered so safe that no one has anticipated any unknown. Wir haben im Prinzip nicht daran gedacht, das Unbekannte zu berücksichtigen. And as number 3 states, we haven't used a pilot program for some long-term studies. Und wir haben als dritten Punkt nicht eine Art Pilotprojekt Before we have exposed our entire agricultural infrastructure. Also wir haben kein Pilotprojekt durchgeführt, bevor wir unsere ganze Landwirtschaft mit genmanipulierten Pflanzen belastet haben. To the damage that we're seeing. Und im Prinzip ist der Schaden jetzt da und sichtbar für alle. Dr. Brown mentions that there are a number of ways that this can't be considered substantially equivalent to a normal breeding program. Und es gibt eine Reihe von Punkten, die klar macht, dass es eben nicht das Gleiche ist wie ein Programm, wenn man natürlich vervielfältigen züchtet. Danke. To start with, it's more like a virus infection than it is a normal sexually transmitted gene complement. Ja, es kommt also eher einer Virusinfektion gleich als ein normaler Vorgang. Als der normale Züchtungsvorgang. Danke. With genetic engineering, there are no functional or regulatory controls present. Wenn wir genetisch eingreifen, dann lässt es sich nicht kontrollieren. So there are a number of other very significant differences. Es gibt also eine Reihe weiterer sehr wichtiger Unterschiede zwischen den beiden Wegen. So what we find is that glyphosate and the genetic engineering process can affect all 4 of those key points on the diamond. Wir haben also herausgefunden, dass Glyphosat alle 4 Faktoren, die wir ganz am Anfang in der Raute gesehen haben, beeinflussen kann. As a result of that, it affects our health and our growth. Die Konsequenz daraus ist, dass es uns und unsere Gesundheit betrifft. It affects the plants and the feed that we're growing for our animals Das by ist increasing disease. Pflanzen und auch Futterpflanzen, die wir an unsere Tiere verfüttern, betrifft. Mycotoxins Die Mykotoxine, die entstehen. and the direct concentration of glyphosate that's in the feed and food.
Und Glyphosat ist ganz klar im Futter nachweisbar und auch in unserem Essen. It affects our animals. Es hat ebenso Auswirkungen auf unsere Tiere. It affects the environment. Und es hat Auswirkungen auf die Umwelt. So that many organisms that used to be in the soil with continued use of glyphosate now for 30 years. So dass ganz viele Stoffe, die immer schon im Boden vorhanden waren, nach 30 Jahren Glyphosat-Anwendung und mehr. So we see the nitrogen-fixing organisms disappear. Dass ganz viele dieser Nährstoffe verschwinden. And many of those organisms essential for nutrient availability for our plants also disappear. Und dass ganz viele dieser Mikronährstoffe verschwunden sind, die so wichtig sind für unsere Pflanzen, dass sie eben widerstandsfähig sind. So our vegetables and fruits and grains, unser Obst und Gemüse und Getreide, all have lower nutrient value haben ebenfalls einen geringeren Nährwert and susceptibility to carry other pathogens. und sind sehr anfällig dafür, andere Erreger in sich zu tragen. So if I could just summarize with a story. Ich würde gerne mit einer kleinen Geschichte abschließen und nochmal zusammenfassen. There was a woman who lost her husband 10 or 12 years earlier. Vor 10 oder 12 Jahren hat eine Frau ihren Mann verloren. She was very lonely. Und sie war sehr einsam. Her children knew that she was lonely. Ihre Kinder wussten, dass sie sehr einsam war. And they suggested that she get a pet. Und sie haben ihr vorgeschlagen, leg dir doch ein Haustier zu. Something that she could shower her love on and take care of. So dass sie etwas hat, wo sie sich drum kümmern kann und ihre Liebe zuteil werden lassen kann. She took their advice and went to the pet store. Sie hat also diesen Rat angenommen und ist in die Tierhandlung gegangen. The pet store owner took her by the hand and led her to the back of his store. Der Besitzer der Tierhandlung nahm sie bei der Hand und ging mit ihr nach hinten ins Geschäft. He showed her this beautiful parrot from Brazil. Und zeigte ihr diesen wunderschönen Papagei aus Brasilien. He said, "This will be the ideal pet for you." Und er sagte, das ist das ideale Haustier für dich. He will talk your leg off and keep you company. Er wird Talk to her all the time. ja, also er wird als Gesprächspartner für sie da sein und sie unterhalten. She bought the parrot and took it home. Sie hat also den Papagei gekauft und mit nach Hause genommen. But she came back to the pet store the next day. Und am nächsten Tag ist sie aber wieder in die Tierhandlung hin. Said the parrot hasn't said anything to me. Und hat gesagt, also der hat gar nichts zu mir gesagt, der hat nicht mit mir gesprochen, der Papagei. The pet store owner said, "Well, parrots like to move around." Und der Besitzer sagte, naja, Papageien, die bewegen sich schon auch mal gerne ein bisschen. Said, "Do you have some stairs?" Haben Sie ein paar Treppen oder eine Leiter? So she bought the stairs and put them in the cage. Also hat sie eine kleine Leiter gekauft und in den Käfig gestellt. Came back to the pet store the next day and said, "He still hasn't talked to me." Am nächsten Tag ist sie wieder in die Tierhandlung gegangen und hat gesagt, der hat immer noch nicht mit mir gesprochen. Pet store owner said, "You have a swing." Und der Tierhandlungsbesitzer sagt, haben Sie denn eine Schaukel vielleicht? So she bought the swing and came back the third day and said, "He still hasn't said anything." Also, sie hat die Schaukel gekauft und ist aber am dritten Tag dann wieder hingelaufen in die Tierhandlung und hat gesagt, der hat immer noch nicht mit mir gesprochen. Pet store owner said, "You have a mirror." Und dann sagte der Mann im Tierladen, haben Sie einen Spiegel? Parrots have a high vanity quotient, like to look at themselves in the Sie mirror. sind sehr eitel, die Papageien, die mögen sich selbst im Spiegel zu betrachten. She bought the mirror, Also hat sie den Spiegel gekauft, came back then the fourth day with a dead parrot and kam am 4. Tag zurück mit dem toten Papagei told the pet store owner he only said a few words as he keeled over dead. und er sagte,
Er hat nur ein paar Worte gesagt und dann ist er tot umgefallen. The pet store owner said, well, what did it sound like? Und der Mann im Tierladen sagt, wie hat sich's denn angehört? She said, well, the best that I can understand Und sie sagte, das, was ich am besten verstanden habe, was it was something like, doesn't that store sell any food? war, verkauft denn diese Tierhandlung nicht auch irgendwas zum Essen, irgendwelches Futter? Oh, das waren die letzten Worte des Papageis. Now we can get all excited about the stairs and the mirrors and the swings and the jeans and the jockeys. Also wir können noch so begeistert sein von der Treppe und von der Schaukel und von dem Spiegel And forget that the purpose of agriculture und vergessen dabei ganz, dass der Grund von Landwirtschaft is to provide an abundance of safe and nutritious and economical food for our citizens. dass der Grund der Landwirtschaft eigentlich ist, genügend, ausreichend gutes Futter für alle zu produzieren. Those of you who are farmers, I thank. Ich danke denen von Ihnen, die Farmer, also Landwirte sind, Because you perform miracles every day denn sie bewirken jeden Tag ein Wunder in that essential work that you do. mit dieser wunderbaren Arbeit, die sie tun. And if you gain the understanding of the system of agriculture, Und wenn Sie das System Landwirtschaft verstehen, you will continue to do that not just for 6.5 billion people, dann werden Sie das nicht nur für 6,5 Milliarden Menschen tun, but as Dr. Paul Wagner stated in his report, so wie Dr. Paul Wagner, Paul Widener in seinem Bericht sagte, to the Council on Science and Technology in Agriculture, vom Wissenschaftsministerium, ja, that you will also be doing it for as many as 15 billion people, dass Sie es auch für so viele wie 15 Milliarden Menschen tun werden, by removing those stresses rather than adding them. wenn Sie die ganzen Stressfaktoren aus dem Weg schaffen können, anstatt neue zu schaffen.